Das Artemis-Programm der NASA, das Menschen wieder auf den Mond und darüber hinaus bringen soll, ist erstmals ernsthaft in Gefahr. Was einst als visionärer Plan angekündigt wurde, hat sich mittlerweile zu einem der teuersten Projekte der Raumfahrtgeschichte entwickelt, und zwar ohne dass ein Ende in Sicht wäre. Inflationsbereinigt wurden über 63 Milliarden US-Dollar bisher verschlungen und jeder weitere Start kostet unglaubliche 4,1 Milliarden US-Dollar. Eine Senkung dieser Preise ist auch weit und breit nicht in Sicht. Klingt nach Fortschritt oder doch eher nach einem milliardenschweren Leck in der Haushaltskasse der NASA? Klar, wir sind an einem Punkt angekommen, an dem das SLS der schnellste Weg zurück zum Mond ist, aber nachhaltig ist das nicht. Es ist Zeit, die Reißleine zu ziehen und den Schaden zu begrenzen. Denn für diese Summen bekommt man in der realen Privatwirtschaft das Vielfache und das wesentlich schneller. In seiner neuen Rolle als Leiter des Department of Government Efficiency, oder kurz DOGE, wurde Elon Musk vom neuen US-Präsidenten damit beauftragt, die US-Behörden effizienter und sparsamer zu machen. Und ein Bereich, in dem enorm verschwenderisch mit Steuergeld umgegangen wird, ist das US-Raumfahrtprogramm. Es stimmt schon, dass das Apollo-Programm inflationsbereinigt mehr gekostet hat. Aber damals hat man alles zum ersten Mal gemacht und musste sich vieles erst aneignen. Heute steht die Infrastruktur, das Know-how ist da, aber anstatt dass man schaut, dass man so viel wie möglich mit dem vorhandenen Geld bekommt, ist das Ziel der gesetzgebenden Politiker in erster Linie Arbeitsplätze schaffen. Die Nachhaltigkeit dieser Arbeitsplätze ist dabei nachrangig, weil man nur bis zur nächsten Wahl denkt. Es stimmt schon, dass man nicht verallgemeinern darf. Aber es ist auch nicht so, dass wir in dieser Situation sind, weil zwei Kongressabgeordnete kurzsichtig gehandelt haben, sondern weil die Mehrheit über Jahrzehnte kleingeistig und eigensinnig war. Es gibt immer auch vernünftige Stimmen, aber diese haben sich zumindest in diesem Fall nicht durchgesetzt. In den nächsten Minuten nehmen wir das Programm detailliert auseinander. Die Technik, die Missionen, die Kosten, die geopolitischen Dimensionen und nicht zu vergessen mögliche Alternativen. Denn darauf will ich heute eigentlich hinaus. Ich möchte aufzeigen, dass die vorgegebene Architektur ein Mehr an Kompromissen und wirklich schlechten Entscheidungen ist und dass man alles viel einfacher, schneller und günstiger durchführen kann. Warum das alles wichtig ist? Weil Artemis ein Symbol für die Zukunft der bemannten Raumfahrt ist. Oder zumindest sein sollte. Und ganz ehrlich, es kann nicht sein, dass nach all dem, was die Pioniere der Apollo-Ära durchgemacht haben, das Artemis-Programm das Beste ist, was die westliche Welt zu bieten hat. Bevor wir tiefer in die Materie einsteigen, möchte ich euch noch voller Stolz und Freude die brandneue Kooperation mit Planet Pioneers vorstellen. Wir haben unglaublich coole Designs, wie dieses hier zum Beispiel. Catch Rockets, not feelings. Finde ich genial. Aber auch andere Designs wie dieses oder dieses. Mit dem Rabattcode MARS26 gibt es einen Nachlass von 10% auf deinen gesamten Einkauf. Und das Beste daran ist, ab einem Einkaufswert von 99 € bekommst du eine Mars Chroniken Zaubertasse geschenkt. Gib dazu einfach den zweiten Rabattcode MARS-XMES an und sichere dir dieses tolle Angebot. Hole deinen Space Swag jetzt! Jeder Einkauf unterstützt direkt Mars Chroniken, also gleich auf planet-pioneers.de gehen oder direkt über den Link in der Videobeschreibung zugreifen. Und jetzt zurück zur Artemis. Lass uns mit dem unangenehmsten Teil beginnen, den Kosten. Seit dem Start des Artemis-Programms hat die NASA inflationsbereinigt über 63 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Und das nur für die Entwicklung und die ersten Missionen. Bis 2025 sind 93 Milliarden US-Dollar veranschlagt. Zur Erinnerung, das ist nächstes Jahr. Und bisher hat das gesamte Programm gerade einmal eine einzige Demo-Mission der SLS-Rakete und einige kleinere, teilweise erfolgreiche Hilfsmissionen vorzuweisen. Jeder einzelne Start des Space Launch Systems, oder kurz SLS, kostet sage und schreibe 4,1 Milliarden Dollar.
Das entspricht fast einem ganzen Prozent des österreichischen Bruttoinlandsprodukts. Damit du es in Relation setzen kannst, SpaceX hat bisher etwa 5 Milliarden US-Dollar in das Starship-Programm gesteckt. Klar, die Rakete ist noch nicht fertig entwickelt, aber ein Ende ist absehbar. Wenn man die Entwicklungskosten hinzurechnet, landet man pro Mission sogar bei über 8 Milliarden Dollar. Zum Vergleich, SpaceX schafft es, einen Falcon 9 Start für etwa 62 Millionen Dollar durchzuführen. Es stimmt schon, dass die beiden Raketen völlig unterschiedliche Dinge sind. Und damit wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, können wir das Starship von SpaceX für diesen Vergleich hernehmen. Elon Musk redet immer wieder davon, dass ein Start 2 Millionen US-Dollar kosten wird. So viel kostet es nämlich, das gesamte Starship einmal voll zu tanken. Das ist ein echt ambitionierter Preis, das gebe ich zu. Aber selbst wenn wir nicht vom 10, sondern vom 20-fachen dieses Preises ausgehen, kostet ein Starship-Start im Vollbetrieb 40 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem einzigen Prozent der SLS-Kosten. Und wenn wir die Entwicklungskosten mit einbeziehen, dann sogar weniger als 0,5%. Und nur zur Erinnerung, wir reden hier von extrem pessimistischen Starship-Startkosten von 40 statt 2 Millionen. Wenn wir von Starships angestrebten Startkosten von 2 Millionen ausgehen, dann reden wir überhaupt nur mehr von weniger als der Hälfte eines Zehntelprozents. In anderen Worten, für die Kosten eines SLS-Starts bekommt man zwischen 100 und 2000 Starship-Starts. Also selbst wenn für jede Mission Dutzende Tankerstarts und anderer Schnickschnack benötigt wird, ist es noch immer vernünftiger, auf Starship zu setzen. Wenn ich US-Steuerzahler wäre, würde ich da auf die Barrikaden gehen, wenn so mit meinem Steuergeld umgegangen werden würde. Der Grund für diese schwindelerregenden Kosten liegt unter anderem in den sogenannten Cost-Plus-Verträgen, die die NASA an ihre Auftragnehmer verteilt. Dabei handelt es sich um eine Art Freibrief, bei dem alle Entwicklungs- und Produktionskosten übernommen werden, plus einer garantierten Gewinnmarge für das Unternehmen. Klingt großartig für die Industrie, ist aber ein Desaster für den Steuerzahler. Effizienz, Fehlanzeige. Im Gegenteil, das schafft sogar Anreize, langsam und ineffizient zu arbeiten, weil der Gewinn prozentual an die Kosten gebunden ist. Also je höher die Kosten, desto höher der Gewinn. Das klingt doch unglaublich, meine Lieben. Aber genau das passiert hier. Sogar der aktuelle NASA-Administrator Bill Nelson hat diese Verträge als Krebs bezeichnet. In Zeiten von Budgetkürzungen bereichern sich einige wenige Unternehmen auf unverschämte Art und Weise und schlagen sich die Taschen voll, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen. Zudem ist die NASA scheinbar kein Experte darin, vorteilhafte oder einfach nur faire Verträge auszuhandeln. Da Boni, die häufig nur an das Management gehen, in jedem Fall ausgeschüttet werden. Das Einzige, was die besagten Unternehmen also tun müssen, ist den Zeitpunkt abzuwarten. Und während die ersten Missionen noch einigermaßen im Rahmen bleiben, zumindest gemessen an den Erwartungen, wird schnell klar, so kann es nicht weitergehen. Artemis muss effizienter werden, sonst droht das Programm sich selbst abzuschaffen. Die Idee hinter Artemis ist zweifellos ambitioniert. Eine Rückkehr der Menschheit zum Mond. Dieses Mal mit dem Ziel, eine dauerhafte Präsenz aufzubauen. Also, dass wie auf der ISS eine ständig bemannte Station entsteht, die der gesamten Menschheit dient. Dass das alles auch geopolitisch motiviert ist, habe ich in einem anderen Video detailliert behandelt. Das findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Daher bleiben wir jetzt bei der Missionsarchitektur. Der erste Testlauf, Artemis 1, fand im November 2022 statt. Ohne Besatzung umrundete die Orion-Kapsel den Mond und kehrte nach 25 Tagen zur Erde zurück. Ein technischer Erfolg, aber keine große Überraschung. Was hier aber noch anzumerken ist, dass es Probleme mit dem Hitzeschild der Orion-Kapsel gegeben hat, die unerwartete Verschleißspuren aufwies. Artemis 2 ist für September 2025 geplant. Hier wird erstmals eine Crew von 4 Astronauten an Bord sein, die den Mond in einer 10 Tage langen Mission umrunden wird.
Ebenfalls in diesem Zeitraum müsste SpaceX eine Starship HLS Demo Landemission durchführen. Das ist in 9 Monaten, meine Lieben. Danach folgt Artemis 3 im September 2026. Das wird die erste bemannte Mondlandung des Programms sein, bei der das HLS zum ersten Mal zum Einsatz kommt. 2 Astronauten sollen für 6,5 Tage auf der Mondoberfläche arbeiten, während die restliche Crew im Orbit bleibt. Das erste Mal seit Apollo 17 im Dezember 1972. Ab Artemis 4 wird es dann richtig spannend oder kompliziert, je nachdem wie man es sieht. Ab diesem Punkt kommt die Lunar Gateway ins Spiel, eine Raumstation im Near Rectilinear Halo Orbit oder kurz NRHO, die als Zwischenstation für Mondmissionen dienen soll. Die Sinnhaftigkeit dieser Station ist zweifelhaft, aber in jedem Fall geo- und industriepolitisch motiviert. Artemis 4 wird das sogenannte iHab-Modul zur Gateway-Station bringen. Davor wird eine Support-Mission die ersten 2 Module ins NRHO gebracht haben. Auch die Upgrades des SLS, die wieder weitere Milliarden verschlingen, weil dazu die Oberstufe und die Startinfrastruktur neu entwickelt werden müssen, werden damit gerechtfertigt, dass sie notwendig sind, um die Gateway-Module zu starten. Aber auch diese Module lassen sich mit verfügbaren Alternativen starten. Die folgenden Missionen Artemis 5 bis 8 werden weitere Module befördern und Technologien testen, um die Gateway und die Mondbasis schrittweise aufzubauen. Langzeitmissionen von bis zu einem Jahr sind erst ab Artemis 11 im Jahr 2036 geplant. Vorausgesetzt, das Budget und die Technik spielen mit. Die Lunar Gateway ist eines der zentralen Elemente von Artemis. Offiziell soll sie als Sprungbrett für Mondlandungen und später auch für Mars-Missionen dienen. Doch Kritiker, allen voran Robert Zubrin, der Präsident der Mars Society, sehen das anders. Für sie ist Gateway nichts weiter als eine kostspielige Ablenkung, die den Weg zum Mond nur unnötig kompliziert macht. Und da muss ich ihm recht geben. Der schnellste Weg ist oft der direkteste. Zubrins Argument ist einfach. Warum sollten wir eine Raumstation im Mondorbit bauen, wenn wir direkt auf der Oberfläche arbeiten könnten? Gateway führt eine zusätzliche Ebene der Komplexität hinzu, ohne dass ein klarer Nutzen erkennbar ist. Das Argument, dass es nötig ist, weil man sonst nicht genug Delta-V aufbringt, ohne vorher im NRHO an Gateway zu docken und umzusteigen, ist unzulässig, weil man Orion wegen Gateway untermotorisiert designt hat. Man hätte die Transferkapsel durchaus mit genug Treibstoffreserven gestalten können. Aber da man im Designstadium schon mit Gateway liebäugelte, hat man Orion fehlgestaltet. Außerdem ist die Logistik problematisch. Das einzige geplante Versorgungsfahrzeug, die Dragon XL, ist expendable, also nicht wiederverwendbar. Eine Lösung, die eher rückwärtsgewandt als innovativ wirkt. Das Space Launch System ist zweifellos ein beeindruckendes Stück Ingenieurskunst. Das Space Launch System ist zweifellos ein beeindruckendes Stück Ingenieurskunst. Block 1, die derzeitige Version, kann bis zu 70 Tonnen in den niedrigen Erdorbit oder kurz LEO bringen. Block 1b und Block 2 sollen diese Kapazität sukzessive auf bis zu 130 Tonnen steigern. Aber diese Kraft hat ihren Preis. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das SLS ist nicht wiederverwendbar und basiert auf Technologien, die zum größten Teil aus der Ära des Space Shuttles stammen. Die eingesetzten Triebwerke der Hauptstufe sind tatsächlich die exakt gleichen RS-25 Triebwerke, die auch beim Space Shuttle verbaut waren. Die besagten RS-25 Triebwerke erzeugen in etwa so viel Schub wie Raptor 2, die aktuell am Starship verbaut sind. Raptor 3 wird mehr als 20% stärker sein. Also das RS-25 erzeugt 232 Tonnen Schub. Jede SLS-Rakete wird mit 4 dieser Triebwerke ausgestattet. Aus der Shuttle-Ära sind 16 Triebwerke übrig. Der Hersteller dieser Triebwerke, Aerojet Rocketdyne, wurde von der NASA 2015 beauftragt, die Produktion dieser RS-25 wieder aufzunehmen. Allein dafür, dass Aerojet die Produktion wieder aufnimmt, haben sie von der NASA 1,16 Milliarden US-Dollar erhalten.
Um dieses Geld sollen sie sich auf die Produktion einstellen und die 16 verbliebenen Triebwerke modernisieren. Und jetzt halte ich fest. Diese Modernisierung ist so spezifiziert, dass sie die Triebwerke von wiederverwendbaren Triebwerken zu Wegwerftriebwerken machen. Also wenn das kein aktiver Rückschritt ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Und es wird noch besser. SpaceX stellt inzwischen einen Raptor pro Tag zu einem Preis von etwa 1 Million US-Dollar her. Die Raptoren sind für Dutzende Flüge ausgelegt. Aerojet stellt für die Herstellung von 24 Triebwerken zwischen 2023 und 2029 sage und schreibe 3,5 Milliarden US-Dollar in Rechnung. Für alle, die sich die Rechnung sparen wollen, bedeutet das, dass sie 4 Triebwerke pro Jahr produzieren. Und jedes Triebwerk kostet rund 146 Millionen US-Dollar. Nicht nur produzieren sie ein Zehntel dessen, was SpaceX produziert, sondern jedes Viertel dieses Zehntels kostet auch das 146-fache. Wenn ich mir ansehe, wozu die einen fähig sind und was die anderen machen, dann bleibt mir echt nicht viel übrig, als zu dem Schluss zu kommen, dass da betrügerische Machenschaften am Werk sind. Gewisse Unterschiede im Preis, Output, Geschwindigkeit, Qualität etc. lasse ich mir ja einreden. Aber diese Unterschiede sind so enorm, dass wir hier von Wucher und Korruption ausgehen müssen. Aber vielleicht ist Aerojet Rocketdyne einfach klüger als SpaceX, weil sie für ein Zehntel der Leistung das doppelte Geld erhalten. Sag mir bitte in den Kommentaren, ob mir hier etwas entgangen ist und was du von dieser Sache hältst. Das SLS wird im legendären Vehicle Assembly Building oder kurz VAB der NASA im Kennedy Space Center zusammengesteckt und auf dem Mobile Launcher zur Startanlage gefahren. Dieser Mobile Launcher ist nicht unbedingt einfach zu bauen, aber damit hat die NASA auch einige Probleme. Dieser Mobile Launcher ist dazu in der Lage, das SLS vom VAB zur Startanlage zu transportieren. Die Rakete kann da gleich drauf stehen bleiben und von dort starten. Die NASA hat für die Herstellung dieses Mobile Launchers schätzungsweise 1 Milliarde US-Dollar hingelegt. Das Absurde daran ist, dass dieser Turm nur mit SLS Block 1 kompatibel ist. Also kann man ihn nur für Artemis 1, 2 und 3 verwenden. Danach ist das Ding Altmetall. Ab dem SLS Block 1b braucht die NASA den sogenannten Mobile Launcher 2. Klingt recht süß, hätte aber auch 500 Millionen US-Dollar kosten sollen und hätte bald fertig sein sollen. Ein Bericht des NASA-Generalinspektors hat ergeben, dass das zuständige Unternehmen Bechtel nicht einmal fertig ist mit der Planung und gerade einmal ein paar Schweißnähte vorzuweisen hat. Ach ja, und statt 500 Millionen soll es jetzt 2,5 Milliarden kosten. Also das Fünffache. Ich lasse mir ja einreden, dass man mal 2 oder 5% über dem Budget liegt, aber 400% über Budget? Und das, obwohl es die zweite Iteration dieses Turmes ist und man eigentlich schon Erfahrung hat. Und das ist alles der aktuelle Stand. Niemand garantiert, dass es bei diesen Preisen bleibt, weil es sich hier auch scheinbar um Cost-Plus-Verträge handelt. Auch erst beim 4. Flug kommt die sogenannte Exploration Upper Stage oder kurz EUS zum Einsatz. Bis dahin verwendet die SLS Block 1 die sogenannte Interim Cryogenic Propulsion Stage oder kurz ICPS. Diese ICPS basiert auf der Centaur-Oberstufe von ULA, musste aber für das SLS modifiziert werden. Die Kosten in diesem Fall sind sogar nachrangig, denn das Problem hier ist eine gewisse Fahrlässigkeit. Denn bei Artemis 4 kommt die EUS zum ersten Mal zum Einsatz und gleich bei diesem ersten Flug setzt die NASA Astronauten rein und hofft auf das Beste. Ich bin ja kein Experte, aber ich finde ja, dass man so eine Oberstufe zumindest einige Male fliegen sollte, bevor man sie für Crew zulässt. So sehr man den Ingenieuren auch vertraut. Es kann immer irgendwo ein Fehler unterlaufen sein. Wir hoffen zwar auf das Beste, aber dieses Level an Fahrlässigkeit ist furchteinflößend. Ist das ein genialer Plan und mir entgeht die Genialität oder ist es wirklich einfach so falsch, wie es sich anfühlt? Warum also nicht alternative Systeme nutzen? Die Falcon Heavy von SpaceX könnte theoretisch 20 Tonnen in den Mondorbit bringen, ist aber nicht für bemannte Missionen zertifiziert.
Mit einigen Modifikationen könnte Dragon oder sogar Boeing Starliner als Alternative dienen. Aber auch hier wären einige Upgrades notwendig. Der entscheidende Punkt ist jedoch die Delta-V-Anforderung. Dazu könnte man eine Centaur-Oberstufe von ULA verwenden, die dazu ausgezeichnet geeignet ist. Also eine Dragon bemannt starten und die Centaur separat auf einer Vulcan starten. Die beiden im Leo docken und zum Mond schießen. Eine modifizierte Dragon sollte dann ausreichend Delta-V haben, um vom NRHO zurück ins Leo und zur Erde zu kommen. Die Kapseln müssten aber nicht unbedingt zum Mond. Sie könnten lediglich genutzt werden, um die Crew ins Leo und von dort wieder zurückzuholen. Die Reise zum Mond bzw. zum NRHO könnten die Crew in einem modifizierten Lunar Transfer Starship antreten und im NRHO in ein HLS umsteigen. Um vom Leo in den NRHO und zurückzukehren, braucht es etwa 4100 Meter pro Sekunde Delta-V. Das entspricht ungefähr 35% des Treibstoffs eines vollgetankten Starships. Man könnte also all die Umwege mit SLS, Orion, ESM, Gateway, Dragon, Centaur und weiterem Schnickschnack auslassen und nur auf das Starship setzen. Dazu müssten Treibstoffdepots im Leo und eventuell auch im NRHO platziert sein und es würde einige Starship-Varianten brauchen. Aber es wäre trotzdem viel nachhaltiger und unserer Zeit gemäß. Bis Starship Crew von der Erde aus starten und diese auch wieder zurückbringen kann, wäre man aber gezwungen, auf die Variante mit den bewährten Kapseln zu setzen. In dieser Architektur würde nichts dagegen sprechen, den Lander von Blue Origin zu behalten und auch einzusetzen. Dieser ist allerdings ohnehin frühestens 2030 betriebsbereit. Neben den technischen und finanziellen Herausforderungen gibt es noch eine andere Dimension, die nicht ignoriert werden kann: den geopolitischen Kontext. Artemis ist nicht nur ein wissenschaftliches Programm, sondern auch ein Werkzeug der Softpower. Mit den Artemis Accords hat die NASA eine Reihe internationaler Partner ins Boot geholt, um die Dominanz der USA im Weltraum zu festigen. Bisher besteht die Allianz aus 48 Ländern. Mit ihrer Unterschrift einigen sich diese Länder darauf, dass es okay ist, auf dem Mond nach Rohstoffen zu graben. Was notwendig sein wird, wenn man dort langfristige Aufenthalte plant und vielleicht sogar Treibstoff für andere Explorationsmissionen erzeugen will. Doch die Konkurrenz schläft nicht. China plant mit Russland eine eigene Mondstation und hat den Südpol des Mondes, genau wie Artemis, als Ziel auserkoren. Sie nennen diese Station bzw. das Bündnis International Lunar Research Station oder kurz ILRS. Es ist ein Wettlauf um die ersten Claims in einem neuen kosmischen Goldrausch und die Frage ist, ob die USA mit ihrem schwerfälligen und teuren Ansatz die Nase vorn behalten können. Wie gesagt, den geopolitischen Aspekt habe ich in einem anderen Video behandelt, das ich dir unten verlinkt habe. Artemis ist ohne Frage eines der ambitioniertesten Projekte der modernen Raumfahrt. Doch die hohen Kosten, die technischen Herausforderungen und die geopolitische Konkurrenz werfen die Frage auf, ob das Programm wirklich auf dem richtigen Kurs ist oder dabei ist zu entgleisen. Vielleicht ist es an der Zeit, mutigere Entscheidungen zu treffen. Warum nicht Dragon und das HLS Starship upgraden oder ganz auf wiederverwendbare Technologien setzen? Eines ist jedoch sicher, der neue US-Präsident und sein Department of Government Efficiency werden sich all diese hirnrissigen Politscharaden und Jobprogramme ganz genau ansehen und hoffentlich zum Wohle der Menschheit handeln. Wenn Artemis ein Erfolg werden soll, braucht es mehr als nur Milliarden. Es braucht Visionen und den Mut, den Kurs zu ändern. Und genau diese Fähigkeiten hat Elon Musk immer wieder unter Beweis gestellt. Was denkt ihr? Ist Artemis der richtige Weg oder sind radikale Reformen nötig? Schreibt es mir in die Kommentare. Danke an alle Kanalmitglieder und Patrons, die uns auf dieser Reise begleiten. Eure Unterstützung hilft uns, diesen Kanal zu betreiben. Alle Infos dazu, wie du uns unterstützen kannst, findest du unten in der Videobeschreibung. Ein Abo und Daumen hoch sind jedenfalls kostenlos und helfen auch sehr. Mein Name ist Sirwan und das war Mars Chroniken. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad Astra.